Hallo beim neuen Video zur Programmiertheorie. Heute geht es um Schleifen und insgesamt gibt es 4 Arten davon. Die Zählschleife, die kopfgesteuerte Schleife, fußgesteuerte Schleifen und Mengenschleifen. Fangen wir mit der Zählschleife an. Zählschleife ist normalerweise in den Programmiersprachen als Vorschleife bekannt und besteht aus 3 Teilen. Einmal der Iterationsvariable, das ist die Definierung der Variable, mit der wir hochzählen bzw. die Schleife durchlaufen. Der Bedingung, wie lange diese Schleife durchlaufen werden soll und in der Regel eine Inkremention, also eine Erhöhung der Iterationsvariable. Das sieht typischerweise so aus, wenn wir eine Schleife haben, die von 1 bis 10 durchzählen soll. Wir setzen unsere Iterationsvariable auf 1, die Bedingung auf kleiner 11 oder kleiner gleich 10 und inkrementieren jedes Mal um 1. Beispielsweise in den folgenden Programmiersprachen. Die zweite Art von Schleifen ist die kopfgesteuerte Schleife, in den meisten Programmiersprachen bekannt als While-Schleife. Und die kopfgesteuerte Variante der Schleife zeichnet sich dadurch aus, dass zuallererst die Bedingung geprüft wird. Das heißt, ich mache die Prüfung und danach werden die einzelnen Teile durchgeführt, wenn die Prüfung okay ist. Exemplarisch in den folgenden Programmiersprachen wieder. Die dritte Variante ist die fußgesteuerte Schleife. Bei der fußgesteuerten Schleife wird zuerst der gesamte Schleifenkörper durchlaufen und danach erst die Bedingung geprüft. Das bietet sich beispielsweise an, wenn ich Eingaben validieren möchte. Ich frage den Benutzer erst nach einer Eingabe und danach prüfe ich dann, ob die Eingabe korrekt war. Ansonsten frage ich ihn wieder nach einer neuen Eingabe. In den Programmiersprachen entweder bekannt als Do-While-Schleife oder Do-Until bzw. Repeat-Until. Die letzte Art der Schleifen ist etwas besonders, weil sie oft nur in neueren Programmiersprachen anzutreffen ist. Das ist die sogenannte Mengenschleife. Bei der Mengenschleife werden alle Werte aus einer Menge einzeln bearbeitet. Die Iteration erfolgt quasi über die Gesamtmenge der Einheiten. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Kiste mit 10 Bauklötzen und die For-Each-Schleife würde quasi für jeden dieser Bauklötze etwas ausführen. Schleifen haben üblicherweise 2 Arten von Abbruchbedingungen. Das heißt, ich möchte die Schleife bzw. den Schleifendurchlauf vorzeitig beenden. Wenn ich die gesamte Schleife beenden möchte, gibt es einmal die Break-Funktion. Das heißt, der Schleifendurchlauf wird an der Stelle des Breaks beendet und es geht nach der Schleife weiter. Die zweite Variante ist das sogenannte Continue oder der Iterationsabbruch. Das bedeutet, dass quasi der aktuelle Durchlauf der Schleife beendet wird und zu der nächsten Bedingungsüberprüfung weitergeht. Wenn dieser kleine Schleifenexkurs für euch hilfreich war, dann liked doch gerne den Kanal und lasst mir auch einen Kommentar da, wenn ihr das schon mal irgendwo in der Praxis angewendet habt und was ihr damit gemacht habt. Bis demnächst. Schleifen.